Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Video-Hop von Stempel Familie & Friends zeigen wir dir insgesamt 5 Anleitungen mit Ideen zum Schulanfang oder Schulabschluss. Ich habe mich für eine Drehkarte entschieden, die geht schnell und kommt immer wieder gut an. Lass dich aber auch von den Ideen von Angela, Merle, Karin und Maride inspirieren. Die Videos verlinke ich dir am Ende. Und dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß und los geht's! Ich habe 2 Varianten gemacht. Einmal hier, wo das Rad ganz versteckt ist, und hier, wo das Rad so lose ist. Mein Mann sagt, er findet die schöner, also basteln wir heute die. Die geht im Grunde ähnlich. Ich habe nur hier einmal das Papier durchgeschnitten und einen Teil nach hinten geklebt. Je nachdem, was einem besser gefällt, kann man da machen. Ja, und verwendet habe ich dafür von Stampin' Up! Die Stanzformen für die Drehkarte. Da war ich total glücklich, dass sie im Jahreskatalog übernommen wurden, weil ich da echt gerne mitarbeite. Ich mache natürlich viel zu wenig, ist ja klar. Aber wenn, mache ich immer gleich einen ganzen Schwung, weil das einfach total viel Spaß macht und die einfach immer gut ankommen, wenn ich die irgendjemandem schenke. Muss ich sagen, genau. Die Stanzform. Dann habe ich Bird's Eye View genommen, weil ich die Vögel einfach total niedlich finde, mit dem Bücherstapel und der Brille. Das passt super zum Schulanfang. Und dann aus Online exklusiv die Buchstaben und Zahlen. Jetzt muss ich was sagen. Hier habe ich zwar die Zahlen, sind aber größer als außen. Da steht hier auch 60%, nur muss ja alles untergebracht werden. Und weil es hier kein Plus und Minus gibt, habe ich dafür den kleinen Strich verwendet. Und weil die Stempelblöcke zu groß sind, habe ich von meiner lieben Freundin Kerstin so einen kleinen Lego-Baustein bekommen. Da lässt er sich super mit draufsetzen und stempeln und das wackelt nicht so sehr. Und dann habe ich einfach den Strich genommen und mein Plus und mein Gleichheitszeichen damit gemacht. Geht alles. Aber darum geht es nicht. Wir wollen diese hier machen. Hier, wer die nicht hat, kann auch ältere Sachen verwenden. Wir haben ja eigentlich immer wieder Alphabete und Zahlen. Hier habe ich Buchstaben ausgestanzt, dreht sich aber nicht ganz so schön, muss ich sagen, bleiben hin und wieder mal hängen. Und, das ändern wir diesmal, wenn ich so drehe, läuft es nicht in die richtige Richtung, läuft rückwärts, dann müsste ich so rumdrehen. Das werden wir gleich ändern. Aber fangen wir erstmal an. Du brauchst für die Karte einmal Farbkarton in 21 x 14 cm. Es ist ein bisschen kleiner als eine normale Karte. Das kommt, weil diese Auflage etwas kleiner ist. Deshalb habe ich die Karte auch ganz minimal kleiner gewählt. Und das wird an der langen Seite dann gefalzt bei 10,5. Hier schon einmal gemacht. Einmal ordentlich mit dem Falzbein hinterher. Dadurch sind die Auflagen auch ein bisschen kleiner. Diesmal 13,5 x 10 cm. Und für innen habe ich das Ganze nochmal in weiß genommen. Hier habe ich ein buntes Rad genommen und weißem Untergrund. Diesmal wollte ich ein weißes Rad. Deshalb habe ich in der neuen Farbe in Limettenparfait oder wie das heißt hier, Lemon gefällt mir besser, meine Unterlage gemacht. Die kann ich auch schon aufkleben. Dafür nehme ich doppelseitiges Klebeband. Und kann die da schon mal draufsetzen. Also wirklich, diese Kartenform geht ganz schnell, macht unheimlich viel Spaß und einfach kommt wirklich immer wieder gut an, muss ich sagen. Und ich finde Schulanfang, Schulabschluss passt die sehr schön mit dem Drehrad, also vor allem Schulanfang oder für den Schulwechsel kann man die auch schön machen. So, dann habe ich mich von Bezaubernd Bunt, dieses Papier ist super, muss ich sagen, wieder für ein neues Blatt entschieden hier. Also irgendwie komme ich da immer gegen. So, tolle Farben, macht immer wieder Spaß. So, da stanze ich jetzt einmal mein Element aus. Ein bisschen Platz machen hier. Und zwar möchte ich das so rum haben. Und nehme hiervon dieses große Element
Da ist das Element zum Drehen. Ich möchte auch, dass unten was von dem Gelb dran kommt, deshalb lege ich das ganz an den Rand hier. Und kurbel das einmal durch. So, dann haben wir schon mal die Auflage. Jetzt möchte ich aber auch noch ein Sichtfenster da drin haben. Und dafür gibt es verschiedene bei dem Set. Ein Herz, ein rechteckiges Element, ein Kreis gibt es, aber ich möchte jetzt diesen Halbbogen haben. Also wirklich, da ist der Kreis. Man kann kleine Wolken machen, Pfeile aufkleben, die man drehen soll. Ist wirklich toll. So. Ich möchte, dass es nach oben kommt. Und hier ist ja schon so ein kleines Loch drin. Da lege ich das hier exakt drauf und kurbel das durch. Wer sagt, ist mir ein bisschen unsicher, ich möchte das ganz exakt haben, bei mir verrückt sich das immer. Hier oben verlinke ich dir mein Video, wo ich die Drehkarte schon mal gemacht habe. Da zeige ich dir einen anderen Trick, wie man das wirklich ganz akkurat und fest macht, ohne dass das verrutscht. So, dann wieder einmal durchgekurbelt. Das Rad habe ich schon, deshalb kann jetzt das hier weg. So. Und grob aufgebaut würde das jetzt so aussehen. Im Jahreskatalog gibt es auch noch immer diese kleinen Klemmen. Da nehme ich wirklich nur eine von den ganz kleinen, und zwar von diesen schwarzen. Da hatte ich mit dem runden Kopf, da hatte ich bisher noch gar nicht so viel Verwendung für. Irgendwie mochte ich die großen lieber, aber jetzt für so eine Karte sind die ganz toll. Sieht man fast nicht. Einmal beide Elemente aufeinander gelegt und hier auf der Rückseite einfach umgeknickt. So. Das brauche ich mir schon als Vorbereitung. Man könnte das hier, das Drehrad, frei bestempeln. Ich möchte aber, dass meine Buchstaben wirklich exakt hier in diesem Feld drin sind. Deshalb lasse ich es jetzt hier drunter liegen und stempel jetzt hier rein. Und ich möchte die Karte nach unten drehen. Das heißt, ich setze meine Buchstaben verkehrt herum auf. Das heißt, man sieht es gleich am besten. Wir fangen einfach mal an. So, ich habe mir hier auch einmal einen großen Schwung Farben genommen, die auch im Papier mit drin sind. Ich fange jetzt beim A auch schön mit dem Zitrone an und setze das hier einfach schön mittig, dass man da mein A sieht. Brauche ich einen Moment. Immer dran denken, Stempelkissen schließen, damit sie nicht austrocknen, und drehe das jetzt hier ein bisschen weiter. Das A ist hier fast verschwunden. Gehe jetzt hier so ein bisschen nach den Farben. Jetzt habe ich Limette für das B. Limette, weiß nicht, war bisher gar nicht so meins, finde ich aber inzwischen richtig toll. Stempel ich echt gerne mit. Ja, die beiden überlappen sich so ein ganz kleines bisschen, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und so geht das weiter. Man kann dann natürlich auch Sprüche reinstempeln, wenn man möchte. Oder irgendwelche kleinen Figuren. So, dann nehmen wir Lagunenblau, finde ich auch total klasse. Oh, schöne Farbe. C. Oh. Und wie ihr seht, das geht wirklich schnell und man kann es wirklich sehr präzise, wenn man es so hinlegt, stempeln und muss sich nicht hinterher ärgern, dass es irgendwo überguckt. Dann hätte ich gerne
Pfauengrün. Ich bin so glücklich, dass Pfauengrün wieder da ist. Was ist denn so deine Lieblingsfarbe? Schreib mir das doch mal. Von den neuen Farben. Neuen Stammfarben. Stampin' Up hat ja dieses Jahr die Farben einmal gewechselt. Haben wir die Farbpalette aufgefrischt. Da sind einige schöne Sachen dabei, muss ich schon sagen. So. Sehe ich den hellen Blauton? Habe ich nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Nicht, dass wir hier einen Buchstaben doppelt stempeln, das wäre ein bisschen blöd. Dann habe ich hier Blaubeere, das ist auch so eine geile Farbe. Okay, hier muss man aufpassen, dass man nicht auf dem Block zu viel Farbe kriegt. Sonst kommt da oben was hin. Im Notfall deckt man das einfach ab. Oder, was man natürlich auch machen kann, man macht sich ein Prototyp, sage ich mal, aus einem alten Stück Papier, legt das drauf und wenn da Farbe drauf kommt, ist das egal und setzt hinterher die richtigen Elemente zusammen. Dann ärgert man sich auch nicht, dass da zu viel Farbe irgendwo drauf gekommen ist. Ah, guckt, und wir sind schon beim F angekommen. Nehmen wir jetzt hier nochmal Friesienlila. Also 6 Buchstaben kriegen wir unter. So. So, wenn ich das jetzt nehme und wie man das so macht, nach unten drehen, kommen die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Also ich habe sie gegen die unsere normale Leserichtung gestempelt, aber dadurch kommen sie beim Drehen in der richtigen Richtung raus. Das finde ich ganz toll. Das gefällt mir richtig gut. Ja. So, und dann muss es nur noch aufgeklebt werden, beziehungsweise unser Vögelchen will ja noch drauf. Dafür habe ich den Bücherstapel genommen und ihn hier und habe ihn einfach so gestempelt, dass er mit den Füßen auf den Büchern steht. Die Brille noch oben drauf und das Ganze mit den Blends koloriert und schon haben wir einen kleinen Lesewurm nicht. Für mich ist es eine Leseeule. Es ist nicht unbedingt ein Vogel, aber eine Leseeule könnte es schon sein. Und das finde ich zur Einschulung ziemlich süß. Kinder lesen lernen, ist das eine schöne Sache. Den machen wir jetzt auch mal mit doppelseitigen Dimensionals fest. Ich nehme hier die Kanten, dass die etwas größer sind. Kann natürlich auch die großen nehmen. Aber man sollte die Randstücke nicht wegtun. Die kann man wirklich genauso gut wie alles andere verwenden. So. Und man kann ihn jetzt wirklich auch so satzen. Ich zeige das mal. Also entweder setze ich ihn hier unten hin oder hier oben, dass wirklich das hier verdeckt wird. Das mache ich jetzt auch. Dafür ist es ganz gut, wenn man dann die kleinen verwendet. Die lassen sich nämlich schneller abdecken. So. Und schon ist unsere Leseeule drauf. Dann muss das ein bisschen abstehen, weil sonst, wenn das hier so fest drauf liegt, lässt es sich sehr schlecht drehen, beziehungsweise gar nicht. Und dafür nehme ich die doppelseitigen Klebestreifen. Die eignen sich da wirklich sehr gut für. Lege ich mir hier so drauf. Schon meine Schnittkanten, sage ich mal. Schneide das entsprechende Stück ab. Und klebe das hier einmal außenrum fest. Und zwar, dich hatte ich auch, oben und unten. Die Karte schön festhält. Dann etwas kürzer hier. Und dafür nehme ich halt so einen ganzen Streifen, setze den hier ab und gehe nicht ganz bis oben zur Ecke. Da habe ich mir festgestellt, dann lässt es sich manchmal auch nicht so gut drehen. Und dann höre ein Stück davor auf. Auf dieser Seite genauso.
Und hier oben setze ich auch noch 2 Elemente. Und damit es wirklich schön absteht, nehme ich hier noch mal so ein kurzes Stück und setze das hier unter das Rad. So, einmal ordentlich festdrücken, dass das auch wirklich gut hält. Ne? Ne? Und dann kann man die ja auch schon abnehmen. Ja, habe ich jetzt alle? Ne, da fehlt noch einer. So. Und dann positioniere ich das hier wirklich wieder mittig, mit so ein bisschen Abstand. Und möchte innen drin das aber auch noch mal aufnehmen. Weil wir außen bis F gegangen sind, setze ich jetzt innen drin einmal noch ein paar mehr Buchstaben. Und zwar, die verteile ich hier jetzt einfach wild über die Karte. Soll ja auch noch ein bisschen Platz zum Schreiben sein. Ja. Und das klitzekleine I. Wie gesagt, wenn ihr noch eine Idee dazu sehen wollt, guckt euch mein anderes Video dazu an. Es macht einfach Spaß und es gibt halt so viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ich bin mir sicher, das wird nicht mein letztes Video gewesen sein. Ich habe noch so viele Ideen dazu. Schreibt mir doch sonst einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht mal sehen wollt. Könnt ihr auch mal gerne, was euch interessiert. Kann ich mal gucken, was ich da einfach Schönes mache. So, da ist jetzt noch Platz. Auch da setzen wir schnell die 3 Klebestreifen drüber. Drüber nicht, auf die Rückseite. Drüber wäre ein bisschen blöd. Und schon hat man eine Karte fertig zum Schulanfang, aber man kann die auch schön für andere Anlässe nehmen. Runde Geburtstage zum Beispiel. Schulabschluss. Gibt gerade ein schönes Set, wo drin steht zum Abi. So. Ja, das ist meine Karte. Innen drin auch bunt. Und wenn man hier dreht, kommt der Anfang vom ABC. Ja, ich hoffe, das sind alle 3 nochmal. Man sieht, man kann eine Menge mitmachen. Ja, und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Und schau dir auf alle Fälle auch die Videos von den anderen 4 an. Die haben auch tolle Ideen dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, abonniere meinen Kanal, lass mir einen Daumen hoch da. Und ich freue mich wirklich über Kommentare. Schreibt mir, was euch gefällt, was ihr mal sehen möchtet. Und dann bis bald, eure Annalena. Ciao.